Familie spielt in Deutschland eine wichtige Rolle, auch wenn sich das Verständnis von Familie im Laufe der Zeit verändert hat. In der Vergangenheit bestand eine klassische deutsche Familie meist aus Vater, Mutter und Kindern. Die Rollenverteilung war klar. Der Vater arbeitete, die Mutter kümmerte sich um den Haushalt und die Kinder. Heute ist dieses Modell nicht mehr die Norm, sondern eher eine von vielen Möglichkeiten. In modernen deutschen Familien sind beide Elternteile oft berufstätig. Die Aufgaben zu Hause werden häufiger geteilt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Väter in Elternzeit gehen oder sich aktiv an der Kindererziehung beteiligen. Auch Alleinerziehende sind kein seltenes Phänomen mehr. Das Bild der Familie ist also deutlich vielfältiger geworden. Es gibt Patchwork-Familien, gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern und Wohngemeinschaften mit familiärem Charakter. Die Kommunikation innerhalb der Familie ist in Deutschland meist offen und direkt. Kinder dürfen ihre Meinung sagen und werden oft früh ermutigt, selbstständig zu denken. Eltern versuchen, ihre Kinder ernst zu nehmen und sie in Entscheidungen einzubeziehen, besonders wenn es um sie selbst geht. Gleichzeitig legen viele Eltern Wert auf Regeln, Pünktlichkeit und Verantwortung. Im Vergleich zu manchen anderen Kulturen, in denen der familiäre Zusammenhalt über Generationen hinweg sehr stark ist in Deutschland oft ein größerer Wunsch nach Unabhängigkeit zu spüren. Jugendliche ziehen in der Regel früh aus, oft schon mit 18 oder nach dem Schulabschluss. Es ist gesellschaftlich akzeptiert, dass junge Erwachsene ein eigenes Leben führen wollen, auch wenn die emotionale Verbindung zur Familie bleibt. Großeltern spielen in deutschen Familien eine wichtige Rolle, aber sie wohnen meistens nicht im gleichen Haushalt. Regelmäßige Besuche sind üblich, aber das tägliche Leben findet oft getrennt statt. Im Gegensatz dazu ist es in vielen anderen Ländern, zum Beispiel in Südeuropa oder Asien, normal, dass mehrere Generationen unter einem Dach leben oder sehr eng miteinander verbunden sind. Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der Kindererziehung. In Deutschland legt man großen Wert auf Eigenständigkeit. Kinder sollen lernen, Entscheidungen zu treffen und für sich selbst zu sorgen. In anderen Kulturen steht vielleicht eher der Gehorsam oder das Einfügen in die Gemeinschaft im Vordergrund. Beides hat seine Stärken, aber die deutschen Prinzipien spiegeln sich oft auch im Bildungssystem und im Alltag wider. Feiertage und gemeinsame Rituale sind in vielen deutschen Familien sehr wichtig. Weihnachten ist dabei ein zentrales Familienfest. Es wird ruhig, traditionell und oft im kleinen Kreis gefeiert. Viele Familien haben feste Abläufe: den Weihnachtsbaum schmücken, Plätzchen backen, Gedichte vorlesen oder gemeinsam musizieren. Auch Ostern wird gern mit der Familie verbracht, zum Beispiel mit einem gemeinsamen Frühstück oder einer Eiersuche im Garten. Solche Rituale stärken die Verbindung, selbst wenn man im Alltag viel getrennt voneinander lebt. Was die Rolle von Mann und Frau in der Familie betrifft, so hat sich auch hier in Deutschland viel verändert. Es gibt noch immer klassische Aufteilungen, aber viele Paare wünschen sich Gleichberechtigung. Das bedeutet, dass beide Partner arbeiten, beide sich um die Kinder kümmern und beide im Haushalt mithelfen. Trotzdem ist es nicht immer leicht, das umzusetzen. Vor allem, wenn die Arbeitszeiten nicht flexibel sind oder es an Unterstützung von außen fehlt, zum Beispiel durch Kinderbetreuung. In der Partnerschaft legen viele Menschen in Deutschland Wert auf eine gute Kommunikation. Konflikte werden angesprochen und möglichst gemeinsam gelöst. Es ist wichtig, eigene Wünsche zu äußern, aber auch auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen. Dabei spielt Respekt eine zentrale Rolle. Respekt bedeutet hier nicht nur Höflichkeit, sondern auch, die Freiheit und Entscheidungen des Partners anzuerkennen. Wenn man mit deutschen Familien in Kontakt kommt, merkt man oft, dass der persönliche Raum wichtig ist. Jeder braucht ein bisschen Zeit für sich. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht liebt oder nicht füreinander da ist. Es ist einfach ein Zeichen von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis. In manchen Kulturen wäre so viel Distanz ungewöhnlich oder sogar als kühl empfunden. In Deutschland gilt sie oft als normal. Natürlich gibt es auch in Deutschland Familien, in denen es Konflikte gibt. Trennungen und Scheidungen sind nicht selten. In solchen Situationen versuchen viele Eltern, das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Gemeinsames Sorgerecht ist üblich und es gibt viele Modelle, wie Kinder trotz Trennung beider Elternteile ein stabiles Umfeld behalten können. Ein weiteres interessantes Thema ist die Rolle der Familie im Alter.
In Deutschland ist es nicht selbstverständlich, dass ältere Menschen bei ihren Kindern wohnen oder von ihnen gepflegt werden. Viele Senioren leben allein oder in betreuten Wohnformen. Es gibt Pflegeheime, betreute Wohnungen oder ambulante Dienste, die ältere Menschen zu Hause unterstützen. Das bedeutet aber nicht, dass Familien sich nicht kümmern. Besuche, Telefonate oder Unterstützung im Alltag sind durchaus üblich. Trotzdem wird Eigenständigkeit auch im Alter oft geschätzt. Für viele ältere Menschen ist es wichtig, nicht zur Last zu werden. Deshalb planen sie frühzeitig, wie sie im Alter leben möchten und sprechen offen mit ihren Familien darüber. In anderen Kulturen wird es oft als selbstverständlich gesehen, dass die Familie sich kümmert. Und es wäre unüblich, Eltern oder Großeltern in ein Heim zu geben. In Deutschland ist diese Entscheidung weniger emotional bewertet, sondern wird oft als pragmatische Lösung betrachtet. Auch das Thema Partnerschaft im Alter wird in Deutschland offen angesprochen. Es gibt viele Paare, die auch im hohen Alter noch gemeinsam leben oder sich sogar im Seniorenalter neu verlieben. Diese Offenheit zeigt sich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, zum Beispiel auch in Angeboten für Seniorengruppen, Reisen oder Freizeitaktivitäten speziell für ältere Menschen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, wie Familien in Deutschland mit kultureller Vielfalt umgehen. Viele Familien bestehen heute aus Mitgliedern mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Migration und internationale Partnerschaften sind ein Teil der deutschen Gesellschaft. Das bringt neue Perspektiven, aber manchmal auch Herausforderungen, besonders wenn es um Erziehung, Sprache oder Familienwerte geht. In solchen Fällen ist gegenseitiger Respekt entscheidend. Es geht darum, Unterschiede zu akzeptieren und gemeinsame Lösungen zu finden. In vielen Städten gibt es Projekte, die Familien mit Migrationshintergrund unterstützen. Sprachkurse, Elterncafés oder Freizeitangebote helfen dabei, Brücken zu bauen. Oft profitieren auch deutsche Familien davon, weil sie neue Sichtweisen kennenlernen. So entsteht ein kultureller Austausch, der das Zusammenleben bereichert. Interessant ist auch, wie Feiertage in interkulturellen Familien gefeiert werden. Manche kombinieren Traditionen, zum Beispiel deutsche Weihnachten, mit Speisen oder Bräuchen aus anderen Ländern. Das kann sehr schön sein, weil Kinder so lernen, mehrere Kulturen zu leben und zu verstehen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass alle Familienmitglieder sich gehört und respektiert fühlen. Was Familien in Deutschland oft gemeinsam haben, ist der Wunsch nach einem harmonischen Zusammenleben, trotz der Unterschiede. Dabei helfen gemeinsame Rituale, Gespräche und der Versuch, den Alltag miteinander gut zu gestalten. Viele Familien nehmen sich bewusst Zeit füreinander, sei es beim Abendessen, bei einem Ausflug am Wochenende oder im Urlaub. Diese gemeinsamen Momente stärken das Vertrauen und die Verbindung. In vielen Familien wird auch über Geld, Regeln oder Zukunftspläne gesprochen. Diese Offenheit ist typisch für viele deutsche Haushalte. Es wird versucht, transparent zu sein und Kinder früh in Entscheidungen einzubeziehen. So lernen sie Verantwortung und verstehen besser, wie das Familienleben funktioniert. Ein weiteres Thema ist die Gleichberechtigung in der Familie. In Deutschland wird viel darüber gesprochen, wie man familiäre Aufgaben gerecht verteilt. Es gibt Diskussionen über Mental Load, also die unsichtbare Arbeit im Haushalt, die oft von Frauen getragen wird. Viele Paare bemühen sich, eine Balance zu finden und reden offen über Erwartungen und Rollenverteilung. Diese Gespräche sind manchmal schwierig, aber sie sind wichtig für eine gesunde Beziehung. Insgesamt lässt sich sagen, dass Familie in Deutschland oft auf Respekt, Kommunikation und Selbstständigkeit basiert. Die emotionale Nähe ist da, auch wenn sie manchmal weniger sichtbar ist als in Kulturen, in denen mehr körperliche Nähe oder ständiger Kontakt üblich sind. Es ist ein anderes Modell, nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. In einer Zeit, in der das Leben schnell und stressig ist, versuchen viele Familien in Deutschland bewusst, ruhige und verbindende Momente zu schaffen. Ob durch gemeinsame Mahlzeiten, Urlaube, Spieleabende oder Gespräche, es geht darum, sich Zeit zu nehmen füreinander. Das ist vielleicht eine der stärksten Traditionen in deutschen Familien. Die Entscheidung, trotz aller Veränderungen miteinander verbunden zu bleiben. Und diese Verbindung zeigt sich auch über Generationen hinweg. Auch wenn Kinder früh ausziehen oder ihre eigenen Wege gehen, bleibt der Kontakt zu den Eltern oft bestehen. Man telefoniert regelmäßig, besucht sich oder hilft einander, wenn es nötig ist.
Es ist eine Art von Nähe, die nicht immer laut ist, aber tief gehen kann. Auch in Patchwork-Familien, die in Deutschland immer häufiger werden, spielt die Beziehung zwischen den Familienmitgliedern eine große Rolle. Wenn neue Partnerschaften entstehen und Kinder aus früheren Beziehungen Teil des Familienlebens werden, braucht es oft Geduld, Offenheit und viel Kommunikation. Es ist nicht immer einfach, aber mit Respekt und klaren Absprachen kann auch hier eine starke, vertrauensvolle Familienstruktur wachsen. Viele Familien nehmen sich Zeit, gemeinsame Regeln zu entwickeln und für alle Beteiligten eine stabile Atmosphäre zu schaffen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Rolle von Großeltern. In vielen deutschen Familien sind sie eine wertvolle Unterstützung, vor allem bei der Kinderbetreuung. Gleichzeitig leben sie aber meist nicht im selben Haushalt, sondern führen ein eigenständiges Leben. Der Kontakt zwischen den Generationen wird gepflegt durch regelmäßige Besuche, gemeinsame Ausflüge oder Familienfeste. Besonders wichtig ist vielen Großeltern, ihren Enkeln Werte mitzugeben und ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit zu geben. Dabei geht es weniger um Strenge, sondern mehr um Vertrauen und Unterstützung. Auch Haustiere spielen in vielen Familien in Deutschland eine große Rolle. Ein Hund, eine Katze oder andere Tiere werden oft als vollwertige Familienmitglieder gesehen. Sie schaffen Nähe, Verantwortung und Freude im Alltag. Besonders Kinder lernen durch den Umgang mit Tieren, was Fürsorge bedeutet. In manchen Familien sind gemeinsame Spaziergänge mit dem Hund fester Bestandteil des Tages. Ein Moment, in dem man miteinander reden kann, ohne dass es gezwungen wirkt. In Bezug auf Familienfreizeit gibt es in Deutschland viele Angebote. Familienkarten für Museen, gemeinsame Sportangebote, Eltern-Kind-Treffs oder kostenlose Veranstaltungen in Parks und Stadtzentren. Die Gesellschaft versucht, Familienleben zu fördern und zu erleichtern. Besonders in Städten gibt es viele Einrichtungen, die Eltern unterstützen, etwa bei der Kinderbetreuung oder in schwierigen Lebenssituationen. Diese Strukturen helfen, ein stabiles Umfeld für Kinder zu schaffen, unabhängig vom Einkommen oder der Herkunft der Familie. Ein kultureller Unterschied, der oft auffällt, ist die Art, wie Kinder in Deutschland erzogen werden. Autonomie und Eigenständigkeit stehen im Vordergrund. Schon kleine Kinder dürfen vieles selbst entscheiden, was sie anziehen, was sie essen möchten oder wie sie ihren Tag gestalten. Das Ziel ist es, selbstbewusste und unabhängige Menschen zu erziehen. In anderen Kulturen wird oft mehr Wert auf Gehorsam und familiäre Ordnung gelegt. Beide Ansätze haben ihre Stärken und viele Familien in Deutschland finden einen Weg dazwischen. Die Schule spielt ebenfalls eine große Rolle im Familienleben. Hausaufgaben, Elternabende, Schulveranstaltungen, all das fordert Engagement von den Eltern. In vielen Familien gibt es einen klaren Tagesablauf mit festen Zeiten für Schule, Freizeit und gemeinsame Aktivitäten. Dieser Rhythmus gibt Kindern Struktur und hilft, ein Gefühl von Sicherheit zu entwickeln. Am Ende zeigt sich, die Familie in Deutschland ist ein flexibles Konzept. Sie kann aus 2 oder 10 Personen bestehen, aus verschiedenen Generationen oder Kulturen. Was zählt, ist die gegenseitige Unterstützung, das Vertrauen und der Wille, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Traditionen spielen eine Rolle, aber sie werden oft an die Realität angepasst. Und genau das macht Familienleben in Deutschland so spannend. Es ist immer im Wandel, aber die Verbindung zwischen den Menschen bleibt das Herzstück. In einer Gesellschaft, die sich ständig verändert, bleibt die Familie ein Ort der Stabilität. Auch wenn Herausforderungen kommen, Konflikte, Trennungen, finanzielle Sorgen, viele Familien finden Wege, damit umzugehen. Sie reden, sie suchen Hilfe, sie wachsen gemeinsam an ihren Erfahrungen. Und vielleicht ist das die stärkste Tradition in deutschen Familien. Nie aufzuhören, füreinander da zu sein, auch wenn sich die Formen ändern.